Okay, I think not everyone are ready right now. Can you see me? Can you hear me? Please write on the chat. Yeah. You hear me too? Exactly. We can hear you so well. Yeah. Perfect. So I'm Matros, and I'm going to be a moderator today. I'm very glad that I'm going to speak with you guys to help in moderating this Zoom. But today we are going to do it in a little bit another way, because we are going to have 3 more leaders that are going to help for me in moderating this Zoom. It will be Dimitri, it will be Wojciech, and it will be Edward. So they are going to help in moderating this Zoom, because we were connecting the questions from all of our leaders around the Bitalium community, and we're going to ask this question to the Samuel. So it will be like this today. Okay. But I don't hear Mr. Agnieszka. I am here. Just let me know when you would like me to interpret, whether you would like me to interpret into German all the time or just a part of the conversation. I think that all the time will be the best. So yeah, as I said, we're going just to give a voice, I think, to the Dimitri. He's going to ask the questions. Then we are going to give a voice to the Wojciech, and then to the Edward, and we're going to do it in that way. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir die ganze Zeit dolmetschen, weil dann kann Dimitri, Edward und Wojciech sprechen, und die Dolmetscherin Agnieszka kann eigentlich durchgehend dolmetschen. Hallo Agnieszka. Ja, hallo, wie geht es? Okay, gut. Super. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Gut. Dann machen wir das so, huh? So we are going to do it exactly the way you have described, Matt. Exactly. So Dimitri, it's your Yes. time. Hello. Okay. Also Dimitri, du bist dran. Hallo Dimitri. Hello, Samuel. Hello, everyone. Hello, Samuel. Yes, I have a few questions. First, I think it's the most important question. When will be official documents confirming that the company is registered in Switzerland? I think everyone want to know about this. So, guten Abend an alle, die in Europa sind, und guten Tag oder gute Nacht überall in der Welt. Ich habe einige Fragen gesammelt, und die erste, eine von den wichtigsten Fragen ist, wann können wir die offiziellen Dokumenten erwarten, dass diese Firma wirklich in der Schweiz registriert ist? Okay. Zuerst möchte ich mal alle im Webinar begrüßen. Es freut mich, dass so viele Leaders anwesend sind und dass dieses Webinar auf so große Teilnahme stößt. First of all, I would like to begin by greeting everybody here in this webinar, because I am really pleased that so many leaders are present during this seminar, and that this webinar is actually meeting so much interest. Okay. Und nun zur Frage, die mir gestellt wurde. And to answer the question that I have been asked just now. Es sollte in den nächsten Tagen fertig sein, die ganzen Dokumente, weil es hat doch jetzt mit der ganzen Corona-Zeit etwas Zeit gebraucht. The documents are going to be ready in the coming days. It is taking longer than usual because of the coronavirus. Okay. But
how much time? Okay, aber wie viel Zeit eigentlich brauchen wir? Ich denke, wir werden das in den nächsten Tagen haben. Ich bin nicht von einem Amt. Wir sind am Warten, bis wir die Dokumente haben. Die sollten eigentlich auf dem Weg gut sein. In den nächsten Tagen. I cannot give you a precise date, but it is going to be in the coming days. I cannot give you a precise date because I do not represent an office or authorities, but I do believe that the documents should be on their way as we speak. Okay, thank you. Okay, next two questions. It's where is the main office of the company, and is it possible for a person who lives in Switzerland to visit the office in the near future? Vielen Dank für diese Antwort. Die nächsten zwei Fragen lauten: Wo bedeutet sich das Büro in der Schweiz? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Ist es möglich für eine Person, die in der Schweiz wohnt, das Büro zu besuchen? Okay. Unser derzeitiges Büro befindet sich in Urnesch. Das ist im Kanton Appenzell. At the moment, our office is in Ornesch, and this is in Appenzell Canton. Okay. Wir suchen aber noch ein größeres Büro, weil wir natürlich auch noch viel mehr Leute haben, die für mich arbeiten. Das ist die Zukunft. But at the moment, we are also looking for a bigger office as we have more and more people who are working for me, and that is our future. Dann können sehr, sehr gerne Leader, die in der Schweiz leben, mich treffen. Dass wir zusammen mal einen Kaffee trinken und das Ganze anschauen. So the leaders who live in Switzerland actually can come to meet me once we have a bigger office, and I will be happy to have a cup of coffee with them and also have a look at the area. Wir haben aber auch geplant, dass wir unsere Führungskräfte, also unsere Leader sowieso mal einladen möchten in unser Büro. Das wird aber noch einen Moment gehen, bis wir das alles organisiert haben. However, we have also planned for a meeting of our managers, that is our leaders, to get invited to our office for a meeting. However, taking into consideration the current situation, it will take a while before that is possible. Okay, thank you. And two more questions. What is the minimum percentage per day a company can pay? Minimum. Now we see that company pays 1.4% every day, almost every day. But what is the minimum percent the company can pay? Okay, vielen Dank. Die nächsten zwei Tagen sind mit Auszahlungen auch verbunden. Und was ist ein Minimum? Was für ein Prozent ist ein Minimum, das pro Tag ausgezahlt werden kann? Momentan sehen wir, dass das ungefähr 1,4% ist jeden Tag. Aber was ist ein Minimum dafür? Jeder von uns weiß, dass der Markt spielt. Es geht aufwärts und abwärts und es ist immer eine Wellenbewegung im Markt.
Each of you is aware of the fact that on the market, nothing is constant, that everything goes up and down. It is like a wave. Wir geben unser Bestes, nur die besten Ergebnisse zu erzielen. We do our best in order to get nothing but the best possible results. Unsere Handelsmethode gibt uns Sicherheit und Stabilität, das Geschäft im Geschäft und der tägliche Gewinn wird nicht unter 0,7% sein, respektive unterschritten. So, as you know, we also use the best methods that give us the maximum of stability and security as well. So we try to stay with the profit of no less than 0.7 per day. Denn wir haben einfach zurzeit auch die Problematik, dass die Weltwirtschaft uns immer vor neue Herausforderungen stellt. Und deswegen diese ewige Wellenbewegung. And at the moment, we are also facing more challenges, and that is connected with the global economy that poses many problems because of those waves I have mentioned and the situation on the market that we are facing currently. Und wie gesagt, so bin ich bestrebt und wir sind bestrebt, dass wir nicht unter diese 0,7% geraten und diese nicht unterschreiten. And as I have mentioned, we are doing our utmost not to go under this 0.7%. Okay, thank you. And the last question is about trading. Will trading reports of the company be displayed in our personal accounts, like in real time, or I don't know, weekly reports or something like this? Und jetzt die nächste Frage, das geht um die Berichte. Zum Beispiel pro Woche oder pro Monat wir sehen können online unsere Berichte, wie es uns geht. Wir veröffentlichen die Berichte, die Handelsergebnisse immer im Backoffice. Also man sieht die immer aktuell im Backoffice. We publish our reports always in the back office, so you are able to check up on them in the back office. Da sollten eigentlich die Berichte zeitnah, die Handelsergebnisse zeitnah veröffentlicht werden. Which means that you should get the most up-to-date, possibly up-to-date version exactly in the back office. Okay, thank you very much for answers. I don't have more questions. Okay, vielen herzlichen Dank für die Antworten, weil ich hier zurzeit keine weiteren Fragen habe. War mir eine Freude, hat mich sehr gefreut, diese Fragen zu beantworten. It was a pleasure for me and I was very happy to be able to answer your questions. Denn wie ich schon immer gesagt habe, wir stehen für Offenheit, Transparenz und Teamwork. And as I have mentioned before, and I'm going to emphasize in the future, we stand for openness, for transparency, as well as for teamwork. Dankeschön. Thank you very much. Thank you.
Okay, so thank you, Dimitri, for your questions. Now we are going to give a voice to the Edward. I know that he collected a few questions as well. So it's your time, Edward. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, dass Edward auch einige Fragen gesammelt hatte. Also, Edward, du bist dran. Yes. Hello. First, sorry for my English, but my team have a few questions, and many people asking about head office in Switzerland. Can you show that office and maybe the workspace of team of Bitalium? You now in head office, I see window for your back. Ich wollte mich für meine englische Sprache entschuldigen, aber das ist nicht perfekt. Dann trotzdem habe ich verschiedene Fragen von meinem Team auch gesammelt. Und die Frage zu dem Hauptsitz, zu dem Hauptbüro in der Schweiz, wäre es möglich, das Büro zu sehen? Ich glaube, Sie sitzen jetzt in diesem Büro, weil ich jetzt auch die Fenster sehe. Könnten wir das Büro jetzt sehen? Ja, wobei es ist niemand mehr hier. Die sind alle schon gegangen, die hier arbeiten. Weil wir haben doch schon nach 6 und ich kann gerne den Büroteil, wo ich drin sitze, zeigen. Der Rest ist halt einfach dunkel, weil schon alle gegangen sind. I will be happy to show you around a little bit. However, apart from me, there is nobody else in the office because it is after 6 p.m. and everybody who's working with me actually has gone home by now, and this is why the lights are off. Can you just, if you can, just show empty space in your office without people? Dann wäre es möglich, einfach das Büro zu sehen, auch ohne Leute. Wait a minute. Oh. So. Sieht man das Büro? So that's our office. Thank you. Und hinten nach der Türe geht es natürlich noch weiter, aber es ist dunkel und ich müsste jetzt zuerst die ganzen Lichtschalter wieder anmachen und damit man das sieht, das wäre ein bisschen mühsam. So this is our office, and behind the doors that you could see, of course, there is the other part of the office. However, the lights have already been switched off, and it would be just a little bit of a trouble to be able to go there and switch that light on again. Okay, thank you. Normalerweise macht das meine Sekretärin, das Licht an und ab. Because usually it is my secretary who switches the lights on and off. Yes. And the second question, again about offices, but in other countries. Will the company open new offices in other countries? Die nächste Frage geht Büros in anderen Ländern eigentlich. Und die Frage ist, werden Büros auch in anderen Ländern geöffnet? Nun, ich habe diese Frage vor ein paar Wochen schon mal angeschnitten. I have already answered this question partially when we spoke a few weeks ago. Yeah. In einem Zoom-Meeting. Und es ist so,
dass wir demnächst ein zweites Büro aufmachen werden in Dubai. Das ist definitiv. I have answered that during a different Zoom meeting, and at the moment we've already taken a decision that an office is going to be opened in Dubai. Die Problematik ist nur, dass im Moment man weder einreisen, ausreisen, generell reisen sehr schwierig ist und dementsprechend die Möglichkeiten zurzeit noch etwas beschränkt sind, dass man da handeln kann. Und sobald diese Beschränkungen aufgehoben sind, werden wir das Büro in Dubai eröffnen. The problem at the moment is that it is very difficult to travel. Generally speaking, it is not possible to travel into Dubai, to travel out of Dubai. And this is also why possibilities of negotiating and opening anything are very limited. However, as soon as those limitations are lifted, we will open an office in Dubai. Yes, thank you. I remember about this question. You tell me this before, but I just want that you repeat now that for my team. I remember. Vielen herzlichen Dank. Ich erinnere mich jetzt, dass wirklich Sie das schon gesagt haben, aber vielen herzlichen Dank für diese Antwort. Selbstverständlich. My pleasure. And next question is please tell us about dynamics in the company in Bitalium. How many participants in the whole world, and which countries is a leader today in Bitalium? Can you please tell us, and that is my next question, können Sie uns bitte sagen ein bisschen zu Bitalium und wie dynamisch es sich entwickelt? Also das heißt, wie viele Teilnehmer, also Benutzer wir jetzt haben und welches Land jetzt als Leader steht? Okay. Ich muss so sagen, was mich persönlich sehr freut, wir haben eine extrem gute Dynamik. Wir haben ein sehr tolles Wachstum von dem her. Und unsere Community wächst sehr, sehr, sehr schnell. I would be very happy to answer this question, because what really gives me a lot of joy, me personally, is that we have amazing dynamics at the moment. We have a great growth, and our community is developing very quickly. Wir haben bereits Mitglieder in Europa, in Asien, in Afrika, in Südamerika. We already have a lot of participants in Europe, as well as in Asia, Africa, and South America. Und die meisten unserer Mitglieder sind in England, in Indien, in den Philippinen, dann haben wir Nigeria und in Russland. We have the biggest numbers of active participants in the UK, India, the Philippines, Nigeria, as well as Russia. Und die genaue Anzahl, in welchem Land wie viel, die habe ich nicht im Kopf.
But when it comes to the exact numbers, how many participants we have in each country, I don't have that in my head at the moment. Okay, thank you. But I'm very glad participate in that international team. It's very, very, very nice. Es ist in Ordnung, aber das ist wirklich eine Freude, hier in so einem internationalen Team zu sein. Gut, ich sagte ja schon von Anfang an, nur zusammen als große Community international sind wir stark, handlungsfähig und erreichen auch zusammen was. Yes, and I have been saying this right from the beginning, that only together we are able to have a community that is going to continue to grow, is going to be international, and will really form a strong team. Yeah, thank you. And this is very good. And last question. I find in the back office the insurance. What is insurance and for what is needed? Sehr gut, vielen Dank. Und jetzt meine letzte Frage. Es geht um die Backoffice und das geht um die Versicherung. Wie funktioniert das? Das mit der Versicherung, das ist etwas sehr Spezielles, was wir da haben. Und zwar wollten wir aufzeigen, dass wir unsere Kunden und Leaders unterstützen und ihnen eine gewisse Sicherheit garantieren können. When it comes to the insurance, this is something very special that we have in store for you, because we wanted to show that we really care for the support of our clients and our leaders. Ich möchte das mal kurz ein bisschen verdeutlichen. And I would like to explain it briefly. Wie Sie alle wissen, ist das Handeln ein ziemlich riskantes Geschäft. As you know, I'm sure, trading is a pretty risky business. Und ich sowie mein Team garantieren keine Gewinne. And I myself, and the same goes for my team, guarantee no profits. Aber mit dieser oder einer zusätzlichen Versicherungsgebühr gehen wir jedoch ein Risiko für unser Unternehmen ein. However, with this kind of insurance and also additional insurance, we are giving you more options and more security. Genau. Das bedeutet, dass Sie oder die Benutzer, die Kunden und Leaders mit diesem Versicherungspaket eine Garantie von 100% Sicherheit von uns bekommen auf ihr Kapital. That means that both the clients and the leaders who use this insurance can have 100 security when it comes to your capital. Denn mir persönlich ist es wichtig, dass wir, wenn wir von Transparenz sprechen, auch diese Transparenz leben und wir auch so eine Garantie
mit so einer Versicherungsgebühr anbieten können, damit unsere Leader, unsere Kunden, sprich unser Team, wir alle zusammen. And for me personally, it is important because when we speak about transparency, it is something that we need to live and not just speak about. And with this additional insurance premium, we're able to offer a guarantee for our clients and our leaders. That means for our team, dass sie auch sehen, dass ich an dieses Projekt zu 100% glaube und 100% hinter diesem Projekt auch stehe und die Kunden und Leader mir persönlich sehr wichtig sind. So it shows that our team, and you can see that very clearly, are something very important for me. That I believe 100% in this project, that I support this project in 100%, and that both clients and leaders are of great importance to me. Deswegen gibt es diese Paketversicherung bei uns. And this is why you will find this insurance package in our company. Yes, thank you. I understand. Thank you very much for your answers. Vielen herzlichen Dank. Jetzt verstehe ich und ich bedanke mich für alle Antworten. Kein Problem, gern geschehen. No problem. It was a pleasure. Hello, Samuel. Hello, everyone. I have 5 questions. It's to you. So let's start. The first one. Hallo Samuel. Hallo an alle, die heute teilnehmen bei unserem Webinar. Und ich habe 5 Fragen, die ich jetzt stellen werde. Nur 5 Fragen. Okay. Only 5 questions. Okay. Can be more. What's the biggest amount you can manage on trading? Like maximum. Und die erste Frage lautet, was ist die größte Amount, das man im Trading eigentlich managen kann? Okay. Wir machen maximal 100.000 US-Dollar für einen Trade. Also in einem Trade, in one amount, we are able to do up to $100,000. Nein, maximal. Maximum. Okay, this is the maximum that we do. 100.000 US-Dollar. Is 100,000 US dollars. Sorry for that. Okay, so the second question. Your goal is to build biggest exchange, and to build biggest exchange you need community. And do you have plan B to build? Do you have plan B to build community if your actual plan will fail? Und meine nächste Frage ist, wie wir alle wissen, ist es Ihr Ziel, die größte Börse in der Welt zu schaffen? Und um das zu erreichen, muss man auch eine Community haben. Und das heißt, dass Sie das jetzt auch aufbauen. Und wenn das aber schief laufen sollte, haben Sie auch einen Plan B? Okay, gute Frage. Okay, eine sehr gute Frage. Englisch. Oh, sorry. Thank you very much for this question. It's a very good question. Nein, ich habe keinen Plan B, weil ich keinen Plan B brauche. Denn, No.
I have no plan B because I do not need another plan. Denn das Unternehmen als solches ist so gut vorbereitet und so gut aufgebaut. Wir haben diese Planungen so vielmal durchgespielt, haben die Risiken abgewogen. Bitte? The company has been prepared so well and has been built in such a sturdy way. We have done so much planning and also identified so many different risks that we wanted to avoid as we have been building this community. Dass es eigentlich ein sogenannter Selbstläufer sein wird. That actually this company should just be able to operate by itself. Unter der Voraussetzung, dass wir eine starke und große Community aufbauen können. However, it can really run as if by itself so long we have a very strong and big community. Und so wie der Staat jetzt begonnen hat, mit dieser Vielzahl von Interessierten, von Teilnehmern, was ich vorhin schon aufgezeigt habe, in diesem internationalen Umfeld. And just looking at how it all has started, how many people have already taken both interest but also part in the entire undertaking, and this is also on the international level. Haben wir im Prinzip schon mehr erreicht in dieser kurzen Zeit, als wir geplant haben. Und wenn wir so weiterfahren, dann wird das ein Riesenerfolg und braucht keinen Plan B. So I could even say that in the very short period of time, we have achieved more than we had planned for. So if we continue this course, then certainly there is absolutely no need for any plan B. Okay, that's good answer. The next one question, actually you already answered, but I will ask again. How are you building your trust and transparency with community? Vielen Dank für diese Antwort. Und die nächste Frage wurde eigentlich schon beantwortet, aber trotzdem werde ich die auch stellen. Wie bilden Sie das Vertrauen? It was trust and what else did you ask about? It was trust and transparency. How are you building your trust and transparency with community? Also ja, das geht um Transparenz und Vertrauen. Nun, ich denke, wir haben gezeigt, mit all diesen Zoom-Meetings und Webinars und der Möglichkeit, die Fragen, sämtliche Fragen auch zu stellen, dass wir offen und transparent sind. So I would like to believe that we have already shown during numerous Zoom meetings as well as webinars by giving the possibility to ask questions and answering them that we are open and transparent. Dazu kommt. And on top of that, dass wir
alle Informationen auch im Office kommunizieren, veröffentlichen. It shows that also here in the office we communicate and publish information. Dass wir unsere Handelsergebnisse, die wir erzielen, ebenfalls kommunizieren im Office-Bereich. That also we communicate and show what we achieve during our trading. Und dass wir auch zusätzlich, wie ich vorhin auch erwähnt habe, ein sogenanntes Garantiepaket auch anbieten. And also, as I have mentioned, we offer an additional insurance package. Und das ist mehr Sicherheit, Transparenz und Offenheit, wie jede Großbank nicht hat. And this is more security, transparency, and openness than any big bank will offer. Nicht hat. So none of the banks has offered something like this. Genau. Habe ich die Frage so beantworten können? Is that an answer to your question? Okay, thank you. And one more. Ja, vielen Dank. Why Bitalium? Like, why investment into Bitalium provide higher returns than other companies on market? Warum, wenn man in Bitalium investiert, bekommt man eigentlich bessere Erträge als woanders? Gut. Der Grund dafür liegt definitiv bei zwei, drei Punkten. Definitely the answer will lie in 2 or 3 points. Erster Punkt. Firstly, ich habe mir die besten Händler, Trader auf der Welt gesucht. Ich habe die ausgewählt, ich habe sie beobachtet, wie sie arbeiten und habe sie danach, als ich gesehen habe, wie sie arbeiten, für mich verpflichtet. First of all, I have chosen the best traders in the world who are working for me. I have personally chosen them because I had been watching them. I could see the way they work, and I decided that now they can work for me, and this is what they do. Der zweite Punkt. Secondly, wir haben eine sehr gute und hochwirksame Handelsmethode, wo wir hohe Gewinne erzielen können. So secondly, and that's my second point, we have a great method that is very effective, and that is our method of trading. That gives us very good profits. Und die Kombination von top motivierten und talentierten Händlern mit dieser Methode, die wir für uns entwickelt haben, macht es dann zu dem guten Ertragsgeschäft, das wir haben. So the combination of staff, of our people who are really highly motivated as well as highly qualified,
and the method that we have developed for us gives us such good returns that we can be proud of. Ich hoffe, die Frage konnte ich so beantworten. I hope that I could answer the question in an appropriate manner for you and that it answers your question. Yes, and the last one is not question, it's more like task. Could you provide, you are in Swiss, just out of your office. Could you repeat, please? Could Samuel just provide us, he is in Swiss actually, not in another country. I mean, okay. Just show us out the view of out of office. Or... Also eigentlich würden wir gerne sehen, dass Sie wirklich in der Schweiz sich jetzt befinden und dass auch ein Beweis sein konnte, dass das wirklich die Schweiz ist. Einfach zu zeigen, was Sie durch das Fenster sehen können. Das wäre für uns auch ein Beweis. Aha. Okay. Ihr möchtet jetzt aber nicht, dass ich hier eine Kuh herbeizaubere, die Nationalhymne, die Schweizer Nationalhymne muss, oder? But I would like to make sure that your question is not a request for me to show you that I have a cow and that I can prove I have a cow here anywhere in the area, connected also with the national anthem that is sung. That's not what you want, right? Yes, exactly. Ja, das ist nicht, was ich jetzt möchte. Nein. Wir haben einfach extrem schlechtes Wetter. I have to say, and I need to warn you, that we have been having extremely horrible weather. So. Oh. We have now a few minutes before 7. You see it up there? Mm-hmm. Yeah. Yeah. It's Zurich, right? And sheet weather. We have similar in Poland, so no worry. And no calls. Yes. Give me a second, I have to go back into the room. We have a little bit of stupid security system here. I need a card, I need a key, I need everything. So. So, I'm ready back. Hello? Hello? Yeah, we hear you. Oh, okay, perfect. Okay, so I think that's and there are no cows. There's no milk. Sorry, keine Milch, die fließt, keine Kühe.
Es ist einfach nur ein Dorf. So you can see that there was no milk today, there were no cows, just a peaceful village. Kleines Dörfchen. A very small village. Okay, that's all my questions. So thank you, Samuel, for answers. Das wäre es von alles von meiner Seite. Vielen Dank für alle Antworten. Ich habe aber noch eine Frage. But I still have one question. Wo denken die Leute, dass ich sonst bin, wenn nicht in der Schweiz? And my question is, if people think I am not in Switzerland, where do they think I am? I don't even want to try imagine. Das würde ich auch gar nicht mir vorstellen wollte. I have a family here. Ich habe Familie hier, ich lebe hier, ich arbeite hier und bin Schweizer. Warum soll ich irgendwo anders arbeiten und leben? I have my family here, I live here, this is where I work, and I am Swiss. So with all of that, where else in the world should I be? Gute Frage, But I think that you said that our company wants to open the office in Dubai, but it will be a little bit sad because I think that in Dubai they have no milk and no cows. So that will be. Also Sie haben auch gesagt, dass Sie auch ein Büro in Dubai eröffnen möchten, und das wird ein bisschen traurig, weil es keine Kühe und ich glaube keine Milch da gibt. And no Swiss chocolate. Und keine Schokolade aus der Schweiz. Ich mache jetzt da mal einen ganz kurzen Punkt, den ich soweit bespreche. Then I would like to make a very short point that I will briefly explain. Wenn wir das erste großen Event machen, when we make the very first big event, dann verspreche ich jedem Leader und jedem Teilnehmer, then I promise to every single leader and every single participant dass von mir persönlich that each of them personally from me Schweizer Schokolade bekommt. Personally from me will receive Swiss chocolate. Okay. So we have a deal. Okay, Yeah. deal. Okay, so I think that it's a good point at the end of this Zoom because, as I said, at our first meeting, at our second, and this meeting, every person, every leader, every investor is going to have a lot of questions, but we don't have a lot of time to sit for 10 hours and answer every question. So right now, if any of your question was not answered, just write to your leader, just write maybe to the company Facebook, maybe company Instagram. Company is going to collect all the questions and we are going to answer them on a next meeting because, as I said, we don't have that much of a time to sit for a few hours and answer every questions. And for me, I was very glad to be a moderator right here. Thank you, Dimitri. Thank you, Wojciech and Edward, for asking the questions. Of course, thank you, Samuel, our best CEO, for answering our questions and for spending the time and just thank you. And for me, see you next time. Also eigentlich, das war ein sehr wichtiger Punkt,
Und ich wollte auch sagen, dass alles, was gesagt hier wurde, das war sehr wichtig. Und da waren auch verschiedene wichtige Fragen, die heute gestellt wurden. Leider haben wir nicht die Zeit für jede Person, auch jeden Leader oder Investor, hier Zeit, persönlich die Fragen zu stellen, wann dann müssten wir eigentlich 10 Stunden hier sitzen und dafür haben wir keine Zeit. Aber es besteht doch eine Möglichkeit, die Fragen zu stellen und das geht für jede Person, auch für unsere Leader. Und dazu dienen Facebook- und Instagram-Profile der Firma und dort werden wir auch alle Fragen sammeln und versuchen, Ihnen auch die Antworten während den nächsten Treffen zu geben. Leider haben wir nicht so viele Stunden, um das heute zu machen, aber das war wirklich Spaß für mich, hier ein Moderator zu sein. Und ich wollte mich auch bei Dimitri und auch Eduard und Wojciech bedanken für die Fragen und auch selbstverständlich wollte ich mich bei Samuel, unser CEO und der beste Chef eigentlich in der Welt, bedanken, dass Sie auch unsere Fragen hier beantwortet haben. Okay. Dankeschön für das nette Kompliment. Es gibt aber auch für dich nur eine Schokolade, nicht 2 dafür. Thank you very much also for the compliments. However, just like any other participant, you shall only receive 1 piece of chocolate or 1 portion of chocolates and not more. Okay, so I have only one last word because at the beginning Edward told that he's sorry for his English, that it's not perfect. But I just wanted to say thank you to our translator, Mrs. Agnieszka, and I think that she's the only one person here that her English is perfect. So it's not a problem, Edward, about our English. Dann als letztes wollte ich auch noch sagen, was Edward am Anfang erwähnt hatte, dass er sich für sein Englisch entschuldigen wollte. Ich wollte mich auch bei unserer Dolmetscherin Agnieszka bedanken für das Dolmetschen und ich glaube, die ist die einzige Person mit perfektem Englisch hier bei diesem Webinar. Ja, Agnieszka, ich bedanke mich auch bei dir. Es ist super, mit dir zusammenzuarbeiten und wir bekommen das immer mehr im Griff. Hallo. Thank you very much, Agnieszka. It is a pleasure to work with you and I believe that we are really getting better with our meetings and how we run them with interpreting. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you for your time, everyone, and see you next time. Okay. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Super. Und auch dir, Agnieszka, danke vielmals, gell? Gerne. War super. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich mich auch. Alles Gute und auch viel Erfolg. Gesund. Gleichfalls. Also, tschüss. So, all the best to everyone. Stay healthy, stay well, and stay safe, and see you during